schlussendlich immer der Stimme seines Herzens zu folgen. Und das lerne ich, indem ich mein Bewusstsein, mein Ego, mein Verstand, das, was gelernt hat, die Realität zu übersetzen, wieder in Verbindung mit dem Herzen zu bringen, da ich der festen Überzeugung bin, dass unser Herz ein Portal in sich trägt, über das wir uns als die Seele, die wir sind, am nächsten sind. Im Herzen sind wir neutral, im Herzen sind wir liebend und im Herzen aktivieren wir über spezielle Techniken tiefe Kraft, Energie, die weit über das hinausgeht, was der Verstand jemals tun könnte. Und hier den Verstand, das Ego wieder zu verschmelzen mit dem Herzen. Und über diese Verschmelzung kommen wir in unsere Kraft und kommen wir in unser wahres Selbst zurück, da alles, was wir hier haben, lediglich eine Konditionierung oder teilweise wie eine Art Illusion ist. Aber unser wahres Selbst leben wir dann, wenn wir unser Herz aktivieren und über unser Herz leben. So. Hilfe. Das ist auch anstrengend, dieses Husten, oder? Ich glaube, Ja, ganz viele erholen sich gerade von so einer Erkältung und es ist ganz so viele, ja. hartnäckig, schon seit 3 Wochen, dass es immer wieder so zurückbounced. Also es ist Mhm. wirklich anstrengend. Ja, ich habe so das Gefühl, das geht schon seit Ende Jänner, den ganzen Februar durch, wo Ja, auch ganz viele mit ganz verschiedenen Symptomen auch kämpfen. Und das ist ja auch wieder ein Zeichen eines Aufstiegs, ja. wo einfach sich auch bemerkbar macht, weil es uns auch schwächen kann für einen Moment, dass wir dann wieder in die Kraft kommen können. Ist das richtig? Also ich sehe es so, dass es die Zeit ist für die Einkehr, einfach bei sich zu sein. Natürlich kann man im Außen Kontakt haben, aber wenn ich zum Beispiel erkältet bin, dann versuche ich sehr viel bei mir zu sein und es wird ja auch die Welt still, wenn man wirklich mal eine Erkältung hat, Ja. dann wird alles ruhig und alles geht nach innen und in die Innenschau und ich finde, dass man tatsächlich über diese Erkältungen tiefe Prozesse meistern kann und einfach nochmal wie sich vorbereitet für einen großen Shift. Weil in dem Moment, wenn ich erkältet bin, dann muss ich mich zurücknehmen, muss für mich da sein, muss bei mir sein und kann nicht so viel im Außen bewegen. Aber jedes Mal komme ich stärker raus und kann dann viel mehr tun im Außen, als ich davor in der Lage war, weil ich einfach wieder ein Stückchen mehr in meine Kraft gekommen bin. Aber das ist, manchmal habe ich auch das Gefühl, wie, als würden wir uns selbst in die Knie zwingen müssen, um uns die Zeit zu nehmen, die wir brauchen, um uns mit uns zu beschäftigen, um bei uns zu sein und für uns in uns zu arbeiten und nicht immer im Außen zu sein. Weil ich glaube, so ein großes Frauending ist auch einfach so sich ein bisschen aufzuopfern und für alle anderen so doll viel da zu sein, dass man selbst so ein kleines bisschen auf der Strecke bleibt. Und so Erkältungen, gerade wenn sie so lange gehen, gerade auch während so tiefen kollektiven Bewusstseinsschiften, wie es jetzt gerade stattfindet, ist eigentlich wie der Wink mit dem Zaunpfahl. Okay, jetzt schau mal vor die eigene Haus, kehr mal vor der eigenen Haustür und schau mal bei dir, nicht immer nur bei anderen. Also, mich würde noch interessieren, du bist ja ein Hybridwesen. Wie kannst du das anders oder die Botschaften noch tiefer uns näher bringen, uns Menschen auf dieser Erde? Denn du hast ja auch Informationen, die jetzt ein normaler Mensch nicht hat oder zumindest noch nicht fühlen kann. Ja. Wie machst du das, dass du das einfach näher bringen kannst, dass dieser Aufstiegsprozess ein Begleiter ist und nicht etwas Schwieriges oder was Schweres sein soll? Ja, im Grunde als Hybrid, es gibt sehr viele Hybridwesen auf dieser Erde, unabhängig jetzt von mir. Oft alles sehr empathische Wesen, teilweise auch auf einem autistischen Spektrum. Und so bin auch ich ultra empathisch und sehr, ich sag mal, autistisch. Das heißt, ich höre Dinge, ich sehe Dinge, ich fühle Dinge, ich verarbeite unglaublich schnell Informationen und auch anders als der normale Mensch. Was ich glaube, was es mir auch ein bisschen leichter macht, die Entspannung zu halten in diesem Aufstiegsprozess und einfach in diesem Chaos die mehr Punkte zu sehen. Und wenn du mehr Punkte sehen kannst, kannst du viel mehr Punkte miteinander verbinden Mhm. und bist entsprechend gelassener. Und
als ich aufgewacht bin auf dieser Erde, nochmal auf einem anderen Level, unter anderem auch durch den Kontakt mit ETs, war damals auch so ein bisschen kontradikt, dass, also physische ETs, nicht irgendwie nur da sitzen und Lichtwesen oder Astral, sondern wirklich physische ETs, die man anfassen kann und die einen auch anfassen können. Und selbst bei den ETs war es etwas kontradikt, ob ein Aufstieg überhaupt stattfindet, weil für ETs, die haben einfach ein anderes Level an Bewusstsein und wissen einfach, dass die Erde künstlich in einem Spektrum gehalten wird, was bei ihnen in den Händen liegt, in einer gewissen Art und Weise. Und da gab es ETs, die sagen, ja, es ist ein Ausstiegsprozess, es ist ein kosmischer Aufstieg, es ist der ganze Quadrant der Milchstraße ist dabei, sich zu verändern und aufzusteigen. Und wir haben einfach eine Verschränkung im Quantum. Und während wir aufwachen als Menschen, hat es einen Effekt auf die anderen Realitätsräume, Existenzräume, weil wir alle sehr stark miteinander verbunden sind. Und es gab andere ETs, die sagen, sie sehen keinen Aufstieg, sie können es einfach nicht sehen, sie sehen dieses ganze New Age nicht und sie sehen es als, ich sag mal, eine Agenda innerhalb der New Age-Welt und sehen auch New Age als die neue Religion, weil sie wissen, dass die Religionen irgendwann abgelöst werden.